Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tief gehend. Einblick in die Geschichte Deutschlands. Deutschland der Zukunft. Von dunklen zur globalen Kraft Deutschland. In 21. Jahrhundert steht in einem Wendepunkt. Der insaner Tragweite und die großen historischen Umbruch der europäischen Geschichte erinnert. Es ist ein Land, das seinen Schatten kennt, aber gelernt hat, daraus Licht zu formen. Ein Land, dessen Geschichte voller Gegensätze ist. Glanz und Grauen, Fortschritt und Zerstreuung, Ingenieurskunst und Ideologie. Und da hält es sich, Schritt für Schritt. Neu nicht als Imperium, nicht als Macht der Unterdrückung, sondern als zukunftsweisende Kraft, die aus ihrer Vergangenheit ein Vision für die Welt geschaffen hat, dat die Reis in dieses Neue. Deutschland beginnt nicht in der Zukunft, sondern tief in der Vergangenheit, wo wunden geschlagen wurden, deren Narben not spürbar sind. Die Geschichte ist die Last, aber auch der Lehrer. Und so entfaltet sich die Erzählung eines Volks, das nie aufgehört hat, sich selbst in Frage zu stellen, und gerade deshalb die Chance besitzt, zu einer der stabilsten und innovativsten Kräfte der globalen Ordnung zu werden. Deutschland entwickelt sich zu einem Ort, in dem Technologie, Ethik, Kultur und Menschlichkeit miteinander verschmelzen. Ein Land, das sich traut, die Zukunft zu gestalten, in dem es seine Vergangenheit nicht verdrängt, sondern integriert. Daher die Zukunft beginnt, muss man verstehen, wie Deutschland aus den dunkelsten Kapiteln seiner Geschichte hervorgeht, und wie dies Schatten langsam in Energie verwandelt. WRDENI, das der Vergangenheit kommt. Ein anderes Land in Europa tritt ein so schwer. Historisch Berg wie Deutschland. Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, zwei Weltkriege, die industrielle Vernichtung von Millionen Menschen, ideologischer Fanatismus, Talon, kalter Krieg haben sich tief in das Kollektivgedächtnis eingeprägt. Kein Gespräch über die Zukunft Deutschlands kann geführt werden, ohne diese Vergangenheit zu kennen. Und da ist es gerade diese Vergangenheit, die das Fundament für den augenblicklichen Wandel gelegt hat. Denn die Welt in den kommenden Jahrzehnten bestehen wird. Nach 1945 lag das Land in Ruinen. Städte wie Kiel, Dresden oder Hamburg waren kaum mehr als Trümmerfelder. Millionen Menschen waren heimatlos, traumatisiert, verarmt. Die moralische Schuld wog schwer, und der Rest der Welt betrachtet Deutschland mit Angst, Wut oder Abscheu. Die Zukunft war ungewiss, die Hoffnung gering dat, aber inmitten dieser Zerstreuung gab es ein Erkenntnis, die den Verlauf der deutschen Geschichte für immer verändern sollte. Nie wieder. Nie wieder Vernichtung, nie wieder Diktatur, nie wieder blinder Gehorsam ohne Menschlichkeit. Dieser Satz verwandelt sich in ein Collective Mission, ein Selbstverpflichtung, die Generationen prägen sollte. Aus diesem Gelbnis entstanden Institutionen, Wort und Strukturen, die Deutschland jahrzehntelang stabilisierten. Ein tief verwurzelter Rechtsstaat, ein starkes Sozialsystem, ein kritische ERINNERUNGSKULT, ihr dat Deutschland lernt, matcht ist nichts. Wenn sie nicht von Verantwortung begleitet, WIRD dat aus dieser Verantwortung, sollt später ein ganz neu, Art globaler Kraft entstehen, nicht militärisch, sondern moralisch, technologisch. KULTURELL.I Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, die gebert einer neuen Identität. 1950 und 60er Jahre brachten einen Wandel, der vielen damals wie ein Wunder erschien. Aus einem Land in Schutt und Asch wurde ein der führenden Industrienation der Welt. Maschinenbau, Chemie, Automobilindustrie, die Deutsche Precision, die EINST, auch für Krieg genutzt wurde.
diente nun dem Aufbau. Unternehmen wie Volkswagen, Bosch, Siemens, BASF oder Bayer wurden Symbol eines neuen Deutschlands. Fleigig, stable, verlässlich. Die Welt stand, wie schnell sich dieses Land erhob. Da dieser Aufstieg war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch. Deutschland formulierte seine Identität neu. Nicht Dominanz, sondern Diplomatie. Nicht Krieg, sondern Kooperation. So entwickelt sich aber Jahrzehnte ein Land, das in Europa eine zentrale Rolle spielt. Als Vermittler, als Wirtschaftsmotor, als Garant für Stabilität. Die Welt blieb nicht still. Und als das 21. Jahrhundert begann, stand Deutschland erneut vor Herausforderungen. Die seine Zukunft bestimmen wurden. 3. Der digitale Umbruch und die Kreis der alten Industrien, und die Globalisierung immer schneller voranschritt, blieb Deutschland in einigen Bereichen zurück. Die digitale Transformation war eine Herausforderung, die das Land lange unterschätzt. Die Stärke der Vergangenheit, Schwerindustrie, Automobilbau, traditionelle Strukturen, wurde plötzlich zur SCHWGCE, Startups und technologische Konzerne wie Google, Amazon, Tesla, Huawei oder Samsung dominierten die Digital-Ära. Deutschland neuen Bürokratie, veralteten Strukturen und sägerlichem Wandel festhielt. Wir sprechen vom schlafenden Riesen Europas. Da in diesem vermeintlichen Rückschritt verbarg sich eine Kraft, die bald freigesetzt werden sollte. Denn wenn Deutschland eins kann, dann ist dies, aus Fällen LERNEN.iv, Deutschlands Radical Transformation. Die wenn zur Zukunft, der Großwendepunkt kam, als Deutschland begriff, das sein altes Modell, Industrie, Export, fossil Energien, nicht mehr ausreichend wird. In einer Welt voller künstlicher Intelligenz, Klimakrisen und geopolitischer Machtverschiebung, zu BESTEN.CWISCHEN, den 2020 und 2040 begann ein Wandel. Wie in Europa seit der Industrialisierung nicht mehr erlebt hat, Deutschland wurde zu einer Labor der Zukunft, aber nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Priorisation 1. Die Energieung 2.0 Deutschland entschied sich, vollständig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Solarparks, Windkraft, Wasserstofftechnologie, geothermisches Netzwerk, alles wurden massiv ausgebaut. Die Ingenieurskunst, die einst Panzer und U-Boot geschaffen hat, entwickelt Non-Energieanlagen, die steht emissionsfrei MACHTE in Deutschland, exportiert keine Autos mehr, sondern Energiekosystem. Wasserstoffplattform und Klimaschutz-INFRASTRUKTU R.2. Künstlich Intelligenz made in Europe. Die USA und China ihr Kiesarmacht-Projection nutzten. SETZTE Deutschland auf ein ethisch Key-System, die Transparenz, Datenschutz und Sicherheit integrierten, wurden zum globalen Standard. Berlin wurde zum europäischen Silicon Valley, aber MIT Deutscher Gründliche. Startups entstanden überall, an Universitäten wie München, Aachen, Heidelberg oder Berlin wurden zu globalen FORSCHUNGSZENT Ren.3. Die Renaissance der Bildung Deutschland reformierte sein veraltetes Schulsystem radikal. Projektbasiertes Lernen, gestützte Lernplattformen, international Austauschprogramm und verstärkt Forschung machten die junge Generation zur innovativsten Europas. 4. Gesellschaftlicher Zusammenhalt 2.0. Deutschland wurde eines der vielfältigsten Länder der Welt. Migration, Integration und soziale Innovationen formten ein neues, affines Deutschland. Nicht perfekt, aber lernfähig, unbereit,
Vielfalt als Stärk, zu NUTZEN.V. Deutschland als global Kraft bis mit Day 21. Jahrhunderts hat sich Deutschland zu einem Land entwickelt, das ein überraschend Rolle übernahm, ein moralisch, technologisch und diplomatisch Supermacht, ohne imperialistische Ambitionen. Deutschland wurde weltweit respektiert, weil es Problem LASD statt sie zu schaffen. 1. Klimadiplomaten klats fort, international Bündnis in Emissionen zu senken, Technologien zu teilen und Grundindustrien auszubauen. Es wurde der Grundarchitekt der Welt. Point 2. Medizinische Revolution Biotechno. Genforschung und Robotik matchten Deutschland zum Zentrum medizinischer Innovation. Krebsbehandlung, Digital Gesundheitsnetwork, KI-Diagnosen, all das entstand in deutschen FORSCHUNGs Labor, N.3. Europäisch Führungsmacht militärisch, sondern organisatorisch. Deutschland stabilisiert Europa in Krisen. Baute Partnerschaften aus und half beim Wiederaufbau vieler Regionen.vi. Ein neuer deutscher Geist, mit Innovation, Menschlichkeit, Growth Transformation Deutschlands, orgetic keine technologisch, sondern kulturell. Ein neues Selbstverständnis entstand. Stärk bedeutet Verantwortung. Fortschritt bedeutet Ethik. Macht bedeutet Fürsorge. Die Welt begann. Deutschland nicht mehr durch seine Vergangenheit zu definieren, sondern durch das, was es daraus gemacht HATE. Die Generationen, die in Deutschland der Zukunft aufwachsen, kannten die Geschichte noch immer, aber sie sahen sie nicht als Kette, sondern als Fundament. Sie sahen Deutschland nicht als Torland, sondern als Lernland, ein Land, das anderen half. Nicht dieselben Fehler zu machen wie I. Deutschland 2100, ein Vision der Zukunft. Ende Jahrhunderts ist Deutschland ein technologisches und moralisches Zentrum der Welt geworden. Die Städte sind grün, vernetzt und energieautark. Die Menschen arbeiten weniger, leben länger, sind gesünder. Roboter und KI übernehmen schwere Arbeit. Wenn Menschen sich auf Kreativität, Kunst, Forschung und Gemeinschaft konzentrieren. Berlin ist die Grunst, Metropole der Welt. Hamburg das Zentrum für global Handelstechnologien. München die Hauptstadt der europäischen KI. Dresden das Zentrum der Biotechnologie. Und das Ruhrgebiet, Symbol der Industrie, ist nun ein futuristisches Ökosystem aus Forschung, Kultur und Innovation. Deutschland hat es geschafft, das Gegenteil dessen zu werden. Was man einst fürchtet, nicht eine Bedrohung für die Welt, sondern ein HOFMUNG.VII. Eislers Gedenke die Zukunft Deutschlands ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines langen, schmerzhaften, aber mutigen Weges. Ein Weg, der durch Ruinen fort, durch Schuld, durch Spaltung, aber auch durch Wiederaufbau. Mit an ERNEUERUNG, das Deutschland der Zukunft ist ein Land, das nicht perfekt ist, aber immer weiter lernt. Ein Land, das seine Vergangenheit nicht leugnet, aber auch nicht von gefesselt wird. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es nicht einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.